Ja, Robotron, Arbeiterklasse und Intelligenz ist eine Ausstellung, die über die Geschichte der Mikroelektronik in der DDR erzählt. Sie versammelt 20 künstlerische Positionen. Viele dieser Künstlerinnen und Künstler lebten in der DDR. Und was wir sehen, ist, wie Künstlerinnen und Künstler in unterschiedlichen Medien, ob Malerei, Grafik, Computergrafik, reflektieren, was die neuen Wissenschaften der Informationstheorie, der Kybernetik, der Computertechnologie für die Gesellschaft bedeuten. Robotron. Robotron. Ja, Robotron ist ein Eigenname. Das war eine Firma, ein volkseigener Betrieb, ein Kombinat in der DDR. Und dieses Kombinat hat an ganz vielen unterschiedlichen Standorten Büromaschinen produziert. Also wirklich von der Schreibmaschine, die berühmte Erika, bis hin zu Großrechneranlagen, von denen es ungefähr 350 Stück in der DDR gab. Historisch ist es so, dass in den 1970er Jahren die DDR-Wirtschaft auf eine gewisse Art und Weise an ihre Grenzen kam und dass innerhalb der DDR-Führung, aber auch unter den TechnokratInnen kapiert wurde, dass quasi eine neue Zeit anbricht und dass die DDR darauf in ihrer Produktion reagieren muss. Und eine Reaktion war eben die Produktion von Mikroelektronik. Also Robotron steht zunächst für diesen Zukunftsglauben und das Interesse an den neuen Technologien. Man kann eigentlich anhand der Geschichte von Robotron die Geschichte der DDR erzählen. Das ist wie so ein kleines Kammerspiel. Oh je, gestern war die Disco. Oh nee. Wart ihr da? Nee, auch nie. Nee, ich auch nicht. Wir zeigen den bedeutendsten Staatskünstler der DDR, Werner Tübke, weil er eben in diesem Gemälde Arbeiterklasse und Intelligenz, daher kommt auch unser Untertitel, das ist der Titel des Gemäldes, von dem wir hier die Ölskizze zeigen. Das Original hat wirklich monumentale Ausmaße, das ist fast 14 Meter breit. Wir zeigen eben dieses Gemälde, weil er hier einen Robotron 300 abbildet. Das ist der sehr helle Bereich in dem Gemälde, der quasi von göttlichem Licht erleuchtet scheint. Während der Vorbereitung der Ausstellung haben wir uns auch ganz oft gefragt, welche Rolle spielte Mikroelektronik so in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit in der DDR. Und wir zeigen 5 Fotografien von Helga Paris, einer wunderbaren Fotografin aus der DDR, die sie in den 80er Jahren am Leipziger Hauptbahnhof machte. Während einer der Messen, wo auch Robotron-Produkte ausgestellt wurden. Denn auf einem der Fotografien sieht man so eine Werbung für Robotron. Während die anderen Bilder die Menschen zeigen, die hastig durch den Hauptbahnhof eilen, vielleicht zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause. Babymarktgefühle, Babymarkttechnik. Eine andere Arbeit, die für mich zentral ist in der Ausstellung, ist von Nadja Buttendorf. Sie hat eine Web-Opera, eine Webserie zu Robotron gemacht, wo sie quasi alle Rollen der Mitarbeitenden selber spielt und auch alle Songs selber singt. Alle arbeiten bei Robotron. Das kommt davon. Das kommt davon.
Und sie hat ein tolles Fundstück integriert in ein neueres Projekt, das heißt Rosi. Da hat sie in der Mitarbeiterzeitschrift von Robotron einen ganz kurzen Schnipsel entdeckt, den Mitarbeitende im Jahr 1990 geschrieben haben, wo eben sich die Mitarbeitenden Gedanken gemacht haben, was passiert denn nun mit uns? Vielleicht wird Robotron übernommen, im besten Fall. Und falls Siemens Robotron übernimmt, hätten wir hier schon eine Idee für einen neuen Namen. Und zwar die Rosi GmbH, also zusammengesetzt aus Robotron und Siemens. Ey, Kollegin H. Arbeitsschutz geht jeden an. So Yushin zeigt in 3 Episoden die Geschichte der Halbleiterproduktion bei TSMC, dem Taiwanese Semiconductor Manufacturer. Das ist ein Unternehmen, was heute weltmarktführend ist. Im ersten Teil sehen wir, wie die Dürre in Taiwan diese Produktion stark beeinflusste. Im zweiten Teil erzählt sie von einem neu errichteten Produktionsstandort von TSMC in Arizona, also mitten in der Wüste. Und im dritten Teil erzählt sie die Geschichte von Dresden-Gittersee, also die Proteste gegen dieses Rheinsiliziumwerk. The environmental protests were part of the social change movements, which heralded the end of the GDR. Eine andere Arbeit in der Ausstellung ist in der Tat eine sehr seltsame Anordnung. Wir zeigen auch einen ganzen Porzellanladen, und zwar von Antje Günther. Da ist eine Menge Meißner Porzellan zusammengetragen worden. Das sind quasi Arbeiten von Antje Günther, die sich auf den sogenannten Toshiba-Skandal bezieht. Das war ein Spionageskandal, in dem es die Stasi geschafft hat, Manager von Toshiba zu überzeugen, höchst geheime Baupläne für Computerchips zu leaken, wie man das heute sagt. Und die Stasi hat damals diese Manager wahrscheinlich fürstlich bezahlt mit harter Währung, aber auch, so erzählt es zumindest Antje Günther, mit Meißner Porzellan. Statistical Hypnagogia. Der Titel spielt an auf so einen Bewusstseinszustand zwischen Wachsein und Schlafen und referenziert auf Erinnerungen, in dem Fall halt an die Gründung des Kombinats Robotron, die hier in der Arbeit uns auf der Audioebene begegnet, und zwar mit einer Abfolge von einzelnen Worten, und diese Worte stammen aus Gesetzestexten. Auf der Bildebene ist das Haus der Statistik in Berlin zu sehen, mit diesem Logo der Firma Robotron, sodass die Firma auch wirklich im ganzen Land visuell sichtbar war. Grundmittelrechnung, Grundsatzfragen, Halbfertigerzeugnisse und ähnliches. Also es ist so ein bürokratisches Deutsch, das aber in diesem Bürokratischen auch sehr präzise ist und hier in der Arbeit diesen Moment markiert, wo dieses Robotron-Kombinat gegründet wird, und zwar mit Hilfe von Gesetzestexten, also staatlich beschlossen. Unifizierte System. Universal. Ich war ja eingeladen zu dieser Ausstellung hier mit dem Buna-Thema, was ja vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt mit Robotron zusammenhängt, dann aber die Zusammenhänge ja doch da sind. Auf der einen Seite der Zusammenbruch dieser chemischen Industrie, in die viel investiert wurde seit den 60er Jahren, und dann diese neue Tech-Industrie, die aufgebaut wurde.
Ich verknüpfe ja im Prinzip zwei Geschichten miteinander, die beide 1988 spielen. Also einmal geht es um die Umweltverschmutzung und das Desaströse dieser DDR-Industrie, in dem Fall eben eines chemischen Kombinats, was weithin sichtbar auch die Umwelt in Mitleidenschaft gezogen hat. Und zwar so stark, dass man das, wenn man in der Gegend mit dem Zug irgendwie vorbeifuhr oder so, die Fenster zumachen musste. Und dann habe ich die Gelegenheit wahrgenommen, über diesen seltsamen Auftrag des Künstlerverbandes dort hinzugehen und die Künstler zu fotografieren, die dort Arbeiter malen sollten. Und ich erzähle einerseits die Geschichte eben dieser Umweltverschmutzung und andererseits diese Geschichte dieses seltsamen Plein Airs. Und dann gibt's Abzweigungen. Darüber hinaus war das Werk dann für mich auch einfach sowas wie so ein Gleichnis des Systems auch, ja. Weiß ich nicht. Selbstständig werden. Wieso haben die 1988, als es alles schon so offen lag, da noch diese Gruppe von Künstlern eingeladen, wo ja alles schon so offensichtlich war, dass ja kaum mehr was zu verheimlichen war, ne? Man macht die Augen zu, wenn Schwalben kommen. Der Schlamm ist warm, wenn kühle Blasen quellen. Wir beschäftigen uns in dieser Ausstellung zwar mit Robotron, aber wir können eben an den verschiedenen Arbeiten hier sehr gut zeigen, dass es eben diesen Bruch zwischen offiziellem Realismus oder offizieller Figuration und eben inoffizieller Abstraktion gegeben hat. Die Künstlerinnen und Künstler in der Ausstellung beschäftigen sich teilweise mit der Geschichte von Robotron, aber eben auch mit ganz vielen Themen, die eben heute fast noch relevanter geworden sind. Also zum Beispiel Chipproduktion oder es geht um ökologische Auswirkungen. Fast jeden Tag lesen wir in den Nachrichten oder hören wir in den Nachrichten, dass China oder die USA ein neues KI-Programm aufgelegt haben, dass Hochleistungsrechner entwickelt wurden, dass die Produktion von Halbleiterchips sozusagen neue Produktionsstätten in diesen Ländern aufmacht. Ich denke, im Dortmunder Kontext ist natürlich eine Frage besonders relevant. Was ist, wenn wir übergehen zu der dritten Phase der Industrialisierung, wo Informationstechnologien die Hauptrolle übernehmen? Es geht ja auch um eine Erzählung von Deindustrialisierung. Das heißt, wie sind die Leute mit dem Ende der Schwerindustrie umgegangen? In der DDR? Was Ähnliches hat im Ruhrgebiet stattgefunden. Die Gründe sind zwar unterschiedliche und die Kontexte natürlich, aber meine Vermutung ist, dass die Erfahrungen vielleicht ganz ähnliche sind. Die Frage, inwieweit Menschen in der DDR von der Mikroelektronik wussten, von diesen akuten Bemühungen, eben an Informationen heranzukommen und da eben auch die ostdeutsche Produktion nach vorne zu bringen, bleibt offen. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich durch die gesamte Ausstellung zieht. Auch vielleicht mit Blick auf heute, inwieweit verfolgen wir das genau? Inwieweit betrifft uns diese Frage heute? Das ist etwas, was bei mir zumindest auch nach dem Besuch, nach der Beschäftigung mit diesem Thema sehr stark nachhallt. Die Ausstellung in der Beschäftigung mit der Deindustrialisierung stellt natürlich auch die Frage, ob das vielleicht Erfahrungen sind, von denen auch
der Rest Deutschlands in Zukunft profitieren kann. Ne?